Nach über 100 Kilometern Anreise über Stock und Stein haben wir es geschafft. Jetzt geht's los. Endlich können wir Schwedens unberührte Seen entdecken. Wir erkunden ein Gebiet, wo vermutlich wirklich noch nie jemand geangelt hat. Die Challenge? Einen Meterhecht auf Topwater zu fangen. Da ist er. Ob wir das schaffen und welche Herausforderungen auf uns warten, Vorsichtig. seht ihr in dieser Folge von Up North 3.0. Komm, Becky. Aufstehen. Es war eine wilde Nacht, aber wir haben ein gutes Ziel heute. Mission Meterhecht. Und zwar nicht normal, sondern auf Topwater. Dafür fahren wir nochmal über eine Stromschnelle in einen anderen See, in dem wir noch nie geangelt haben und vermutlich auch kein anderer Mensch auf dieser Welt. Du siehst leicht verschlafen aus. Ich habe echt scheiße geschlafen. Jetzt kurz Haare waschen, frühstücken. Haare waschen. Ja, typisch. Du nimmst ja auch eher einen Rasierer mit als eine Ersatzrute. Ey. Ja, lass Haare waschen gehen, auch okay. Man darf nicht vergessen, wir sind am Set. Und du weißt nie, wer zuschaut. Vielleicht schaut da gerade eben meine zukünftige Frau zu. Die musst dich ja auch nehmen, wenn du zerzusselte Haare im Outback hast. Da kann sie nicht immer geleckt Muss sein. ich die mit zum Angeln nehmen? Ja, nee, aber wachst du morgens im Bett mit gemachten Haaren auf? Nee, aber ganz so Das fertig. würde mich jetzt auch nicht wundern. Ganz so fertig wie da nach einer Nacht im Zelt sehe ich da zum Glück hoffentlich nicht aus. Wir machen uns jetzt kurz frisch, aber leider kommt man ohne Warthose nicht bis runter ins Wasser. Deshalb schnell Warthosen an. Jetzt geht's los. Das ist das Schöne, wenn man direkt am Wasser wohnt quasi. Da braucht man nicht so lange. Ich bin jetzt ein bisschen heiß weg. So einen dicken Hecht Auf Topwater. auf Topwater, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Ganz First Class typisch. Die ganze Zeit war Sonne und windstill. Jetzt mal ohne Witz, das war die ganze Tour schon so. Wir gehen aufs Wasser, Regenwolken kommen, Wind kommt. Ist schon ein bisschen unfair, oder? Naja, ich Die will mich ganzen nicht beschweren. Strapazen immer und dann bis zu dem Wetter Ich ausgeliefert. will mich nicht beschweren. Das ist alles Kindergeburtstag im Vergleich zum letzten Jahr. Du sagst es. Komm, Markus. Becky muss noch eine Route montieren. Wir nutzen die Zeit und fangen da hinten noch einen Hecht, weil ich habe noch eine Rechnung offen. Da habe ich gestern einen verloren, richtig schön. Den knall ich jetzt raus. Wenn man hier so im Outback ist, und es so regnerisch ist und auch sehr rough, also man ständig Sachen fallen lässt oder gegenstößt und so weiter, kann ich euch die Plano-Boxen empfehlen hier. Da habe ich alle meine Sachen drin, weil die haben so einen Wasserabsorber quasi, dass die Sachen ein bisschen trockener gehalten werden und sind halt ultra robust. Das ist halt wirklich richtig gut. Außerdem finde ich es ganz praktisch, dass man hier so eine Fläche direkt hat, vor allem wenn man im Boot angelt, die so drin hat, dass man draufschreiben kann, was da drin ist. Das mal kurz am Rande. Aber jetzt ziehe ich mir mal einen neuen Ghost auf. Klar, Mission ist heute Topwater, aber 1, 2 Würfe werde ich auch damit mit Sicherheit machen. So, da vorne stand er gestern. Jetzt komme ich hier in die Richtung, wo es interessant wird. Den ersten Wurf schon. Da hinten höre ich schon die Rausche vom Bach oder von der Stromschnelle. Da kommen immer schlechte Erinnerungen vom letzten Jahr hoch. Eieiei. Und? Hast du schon den ersten Biss? Nee, nix. Nee? Schade. Totentanz, leer der Tümpel. Ich mach 2 Würfe und dann gehen wir runter zur Passage, okay? Ja, war doch ein Biss. Ha! Ich hab gerade angehauen. weil ich Der dachte, erste Biss. Ja, ich hatte auch einen. Hier hat er den Schwanz Da ist er. durchgekattet. Oh, Becky hatte einen. Oh, das Großer? ist Baby. Das ist aber nichts für unsere Mission Meterhecht, mein Freund. Nee, von denen bräuchten wir 3 für unsere Mission. Beim Lösen direkt wieder abgehauen, der Kleine. Das ist unglaublich. Hier oben im Norden reagieren die Hechte so gut auf Topwater. Keine Ahnung, woran es liegt, aber man merkt es richtig. Das ist was ganz anderes wie bei uns zu Hause. Ich wechsle jetzt auch noch mal kurz auf Topwater mit dem Whiplash. Geiles Teil. Go big or go home ist heute mein Motto. Boah, voll daneben. Ein großer? Nee. Geil. Alter, ist ja dagegen geschossen. Der Reaper scheint zu liefern. Und wieder Biss. Boah, wieder Biss, jetzt hängt er.
Dreimal ist er draufgegangen. Immer noch kein Monster, aber schon ein bisschen größer als der erste. Was eine geile Action an der Oberfläche. Boah, haben die Kraft hier. Da ist unser Reaper in Pechschwarz. Liebe ich hier in Schweden die Farbe. Und da ist der erste vorzeigbare Topwater-Hecht hier in Schweden. Der Fisch hat 3 oder 4 Mal den Köder attackiert und schlussendlich hat er ihn dann auch erwischt. Was meinst du, wie viel Zentimeter zum Meterhecht fehlen? Ich würde mal sagen, der hat so 55, 60. Ah ja, okay. Also da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ein geiler Anfang. Der Kleine hat Glück, denn wir brauchen zwar später einen für die Mittagspause, aber den hole ich mir dann ganz frisch direkt vor der Mittagspause. Deshalb darf der Kollege wieder zurück. Wirf du mal den Kleinen noch mal lang. Ich will mal wissen, ob die auf den Kleinen besser reagieren. Glaube ich aber fast nicht, aber... Ah, ich hatte noch keinen einzigen Biss. Aber der ist schon groß, guck mal. Ja. Ja, sag ich doch. Ich habe da jetzt 100 Mal hingeworfen. Mit einem großen Köder. Wecki einmal mit dem Reaper den Kleinen und direkt drauf gescheppert. Aber ist auch ein wirklich kleiner Fisch, ne? Ja. Ein Bimpf. Ein Bambino. Der wird auch direkt hier über Bord gelöst. Wecki ist schon Mission Meterhecht, ne? Weißt du schon, ne? Ja. In der Totalen habe ich jetzt vielleicht mal einen Meter. Aber das Ganze soll in einem Fisch passieren. Ich würde sagen, jetzt überqueren wir erstmal die Stromschnelle. Lass uns die Kajaks hier irgendwie an der Seite parken. Wollen wir einmal erst schauen? Und dann einmal runterlaufen, gucken, was uns erwartet. Das ist ein guter Plan, sicherheitshalber. Ah, da habe ich jetzt richtig Bock, hier runter zu laufen. Ja, ich hoffe, dass wir die schnell und unkompliziert jetzt passieren können. Ah, kannst du hochziehen? Achtung, 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 deine Route. Was denn? Ah, meine an deiner Route. Das ist hier mal Mikado. Das ist wie heute Nacht. Bitte was? Nix. Ja, wenn ich Schwerter gekreuzt hast, davon wüsste ich was. Das ist schon wieder nicht so geil, Wecki. Nee, die erste Stufe hier sieht schon ganz schön hoch aus. Ach, eine gewisse Abneigung gegen so Stromschnellen habe ich jetzt schon, muss ich sagen. Tja, ich glaube, diese Abneigung und Angst ist auch ganz tief in uns verwurzelt und so schnell kriegen wir den nicht mehr los. Ja, Angst würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber ja, es ist einfach kein Bock, wenn ich das sehe. Und ich finde, wir haben schlau gehandelt, dass wir erstmal gesagt haben, okay, wir gehen dann nicht direkt mit unseren Kajaks runter, wir laufen erstmal ab und gucken, welche Gefahren es gibt. Man stellt sich mal vor, das haben wir letztes Jahr alles ohne Warthose gemacht. Ja. Da bin ich von einem Stein zum anderen gesprungen. Wie bescheuert eigentlich, ne? Ja, das ist halt richtig kacke hier. Aber die hat schon ganz schön Druck. Ja, deswegen. Gibt aber eigentlich keine Alternative, ne? Nee. Ich meine, im Vergleich zum letzten Jahr ist das nix. Nee, aber im letzten Jahr mussten wir tatsächlich die Dinger nicht wieder hochbringen. Da ging es nur runter. Vor allem hier, wenn die sich da festsetzen, ne? Hammer, dann saufen die ab. Ich gehe aber im Wald lang. Ist mir sicherer. Ah, ist doch schon wieder eine Scheiße. Was hier für Riesensteine liegen, ne? Riesige Steine. Guck dir das mal an. Puh. Aber ey, das ist ja, ich sehe noch nicht mal das Ende. Siehst du das Ende? Ich meine, wenn es nur eine Richtung wäre, würde ich sagen, gut, aber guck mal, wie weit das noch ist. So, hört denn das auf endlich? Noch weiter rein in den Wald, da zu den Steinen. So, endlich am See angekommen. Wir sind bestimmt 30 Minuten jetzt hier runtergelaufen. Ich weiß nicht, ob das eine Option ist, die Kajaks hier runterzubringen. Wir waren sehr motiviert eben, aber jetzt ganz schöner Downer. Ich glaube nicht, dass wir das hier runter schaffen mit unseren Kajaks. Das würde so viel Zeit rauben. Ich denke, runter schaffen wir in einer Stunde. Niemals. Nicht? Wir sind ja jetzt schon eine halbe, dreiviertel Stunde gelaufen ohne die Dinger. Und nach oben wird bestimmt Und nach oben wird 3-4 Stunden dauern. Genau. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber das passiert halt, wenn man irgendwo hinfährt, wo noch nie jemand war. Ne? Also wir haben es auf Google Maps gesehen, haben ein bisschen Research betrieben, aber das haben wir uns halt ausgesucht. Wir haben uns halt was ausgesucht, wo es schwer ist. Dass es so schwer sein würde, haben wir halt nicht gedacht. Aber ich will auch kein Up North 2.0 Reloaded. Deswegen glaube ich, spielen wir jetzt mal die sichere Karte. Ja, und es gibt noch eine Option.
Den See oberhalb. Es gibt links noch einen Einlauf. Da ist auch noch ein See oberhalb. Den könnten wir probieren. Okay. Es war auf jeden Fall ein ganz schöner Downer. Und ihr wisst es, ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Meine Heilwurz, da ist das erste Mal wieder in meinem Kopf gereift. Könnten wir ja vielleicht auch noch mal machen. Vielleicht, wenn das hier jetzt nicht läuft, dann fahren wir einfach noch mal nach Norwegen und fangen die Heilwurz. Vorsichtig. Geht's? Kann ich dir helfen? Ey, wie sieht das denn schon wieder aus? Ich weiß wirklich, ich weiß noch vor Ort, ich weiß nicht, wie ich stehen konnte. Irgendwie bin ich weggerutscht. Das sieht aus, als würde ich da den Baumstamm beglücken. Du fällst aber immer wie Zeitlupe, letztes Jahr schon aus dem Kanu, aber trotzdem verletzt dich dann irgendwie. Ja, verletzt habe ich mich nicht, aber es hat schon echt wehgetan. Du hast erst mal ein bisschen, ich habe gesehen, das ist nicht harmlos. Oh. Geht's? Geht ja. Oh, bin ich hier irgendwo raufgeknallt. Scheiße, wir müssen vorsichtig sein. Hier ist Beinbrechen, da bist du richtig am Arsch. Da bist du richtig am Arsch. Oh, das gibt blaue Flecke. Alter, tut das weh. So, jetzt mal die Experten von euch. Was ist das für Kette? Ich glaube, Elch. Elch oder Rentier? Kennst du die Sendung Bear Grylls? Nee. Ausgesetzt in der Wildnis. Der hat immer ein kleines Stück probiert, um dann herauszufinden, was es ist. Dann mach mal. Nee. Probier mal kurz. Du hast entdeckt, du bist der Finder. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir Können hier auch Schokobons sein. vorankommen. Ja, probier mal. Ich hätte Bock auf einen Schokobon. Oh, das ist aber größere Scheiße. Die nächste Entdeckung. Hier sind die neuen Kotforscher. Ist auf jeden Fall deutlich größer. Und das sieht für mich schon aus wie Bär. Das ist eine grande Portion. Ist sehr groß, ja. Beschreibt Und nicht so Köttel. Nee, und beschreibt die letzte halbe Stunde ganz gut. Ja. We are back! Komm. Oh, wie Das war mir so klar. stark. Das filmst du wieder, ne? Alles andere hast du nicht drauf. Aber das, wenn ich mich hinlege, da bist du wieder drauf mit der Kamera. Willst du da mal stehen bleiben? Hast du das eigentlich, wo ich runterfalle, da auch drauf? Vorsichtig. Dein Glück. Ja, Entscheidung ist endgültig getroffen. Wir haben so mal überschlagen. Wir glauben, das würde uns insgesamt gut 6 Stunden kosten. Und die wollen wir einfach nicht vergeuden. Dafür wollen wir uns lieber darauf konzentrieren, Topwater-Hechte zu angeln. Und dann fangen wir hier an und in den See, der seitlich von uns ist. Und weiterhin, Becky, ein bisschen motiviert sein jetzt. Trotzdem, Jo. Mission Meterhecht auf Topwater steht. Und ich bin auch noch guter Dinge, dass wir das schaffen können. Bin gespannt. Go. Go. Let's go, meinst Let's du? go. Wir müssen wieder in einen guten Mojo, in einen guten Flow kommen. Dieser Downer heute, dass wir da nicht runtergekommen sind, hat schon ein bisschen auf die Stimmung geschlagen. Und jetzt kommt auch noch der Wind, der fürs Topwater-Angeln natürlich nicht so ganz optimal ist. Die Bedingungen sind wirklich nicht ideal fürs Topwater-Angeln. Wir haben leichten Wind, dadurch ist die Oberfläche nicht mehr besonders ruhig. Und wir werden auch ganze Zeit blöd gedriftet oder wir driften blöd. Na das denn, was ist das für ein Topwater-Köder? Das ist der neue Topwater-Köder. Nee, aber ganz ehrlich, ich hatte gerade irgendwie mal das Bedürfnis, nicht Topwater zu angeln, um großen zu fangen. Und da ist ein großer. Guter Fisch? Ich glaube ja, mitten im Kraut hier. Ich weiß es nicht, aber wie groß der ist? Oh ja, das ist ein Meterfisch. Meterfisch? Ja, Ich komme. dicker Meter, glaube ich. Oh ja, Alter. Junge. Alter. Becky. Oh, Alter, ist sehr gut. oh, Junge. Alter. Wir holen mir den Kescher oder Hand? Der passt nicht in den Kescher, Dicker. Oh, ist das ein Monster. Das ist der erste Meterfisch hier. Und nicht auf Topwater. Becky, wenn der rauskommt. Alter. Alter, ist sehr gut. Achtung mit meinem Antrieb. Ja. Versuchst du ihn selber zu packen? Er hat einen Meter, also locker einen Meter. Jawohl. Guckt
euch dieses Vieh an. Puh. Alter, voll massiv. Ich dachte ja mal, die Schwänenhechte sind nicht ganz so massiv, aber richtig dickes Teil auf dem Ghost. Unsere neue Farbe. Geil, guckt euch diesen Rücken an auch. Der erste Meter, Ziel verfehlt. Nicht auf Topwater, aber die Bedingungen waren so, dass ich gedacht habe, ey, ich muss den Ghost nochmal ranmachen. Und da ist er eingestiegen. Richtig massiver Fisch hier. Ich bin happy. Becky, kannst du mir mal die Measure Tape rüberschmeißen? So. Wie groß wird er sein, Becky? 1,4. 1,4 Meter, der jetzt zurückschwimmen darf. Wir wollen heute einen essen, aber der ist definitiv zu groß, um ihn zu essen. So, da darf er zurück, der Gute. Die Gute. Danke für diesen Drill. Danke für dieses geile Erlebnis hier in Schweden. Danke für den ersten Meterhecht. Auf unseren ersten Meter. Geil. Gescheatet. Ey, wir hatten gerade echt ein Tief. Ja, der musste kommen. Da war er, unser erster Schwedenmeter. Wichtig für die Motivation, weil wir dann doch nur irgendwie bei 90 stehen geblieben sind und dachten, ey, sind die ganz Großen überhaupt drin? Und da dachte ich, geil, die sind hier, die stehen flach, die können auch auf Topwater gefangen werden. Das war die Bestätigung, dass wir uns das richtige Gewässer rausgesucht haben. Jetzt ist die Stimmung wieder voll da. Ich mache noch mal was anderes. Der Whiplash ist ein guter Topwater-Köder, aber es gibt hier tatsächlich auch Frösche. Deswegen rigge ich mir jetzt einen Ghost, weightless, also ohne Gewicht. Und der läuft richtig gut an der Oberfläche. Es gibt noch eine größere Größe, aber ich glaube, ich nehme jetzt hier als Topwater tatsächlich die mittlere Größe, also den hier. Ihr müsst den einfach weightless montieren und dann fungiert der wirklich richtig gut als Topwater-Köder. Ich zeige euch das gleich. Mal gucken, welches das richtige System ist. Einfach reinschrauben, ohne Gewicht, wie gesagt. So, dann habt ihr hier so einen weightless großen Frosch oder was auch immer es ist. Und der funktioniert richtig gut an der Oberfläche. Zeige ich euch jetzt mal am Wasser. Einfach reinwerfen, direkt einholen und dann macht er so richtig schöne Wobbelgeräusche an der Oberfläche. Die Schwänze spielen schön hin und her. Das ist richtig gut. Oh! Fisch? Ja. Auf den Topwater. Es hat direkt geklappt, ey. Ich habe vor einer Minute gewechselt. Ist jetzt kein Meter auf Topwater, aber der größte auf Topwater heute. Ein schöner Fisch. Ein sehr schöner Fisch. Der ist der Ich habe auch einen auf dem Twin. Einen großen? Nee. Doppeldrill. Ja, das passt zum Namen von Köder. Becky, du auch auf Twin? Ja. Topwater? Ja. So, da ist er, der Köder. Twin. Voll von der Oberfläche weggesäbelt. Und da ist der Hecht. Ein schöner Fisch. Wirklich, ein richtig schöner Schwedenhecht. Klar, wir haben gerade einen Meterhecht gesehen, aber ich bin sehr happy. Schaut mal, Jungs. Schön. Warte. Halt nochmal. Okay. Sorry. Ja, wenn wir so weitermachen, glaube ich, fangen wir hier wirklich noch das Kalb. Hoffentlich. Weiter geht's. Oh, Becky. Ja? Den nächsten müssen wir mitnehmen, ne? Wir müssen was zu Mittag essen. Jo, stimmt. Nicht, dass wir halt machen wie in Norwegen, ne? Letztes Jahr. Dass wir plötzlich nichts mehr haben. Ja, Fisch an. Ja, der hat genau die richtige Größe. Aber gar nicht drin im Kraut, oder? Doch? Ja? Kescher den lieber, das ist unser Mittagessen, Becky. Ja. Wenn der weg ist, dann hungern wir. Der nächste Topwater-Hecht. Und der kommt mit fürs Mittagessen. Es lief ja, wir haben gut Fische gefangen, aber ein Gedanke ist einfach nicht aus meinem Kopf verschwunden. Die Heilwurz, die waren immer noch da. Ich habe die ganze Zeit überlegt, auch wenn man es mir vielleicht nicht anmerkt, wie komme ich auf diesen Trip nochmal an einen Butt? Das hat eigentlich, meine ganzen Gedanken schwirrten irgendwie nur darum. Jetzt fahren wir langsam zurück zum Campspot, machen noch ein paar Würfe auf dem Weg. Und dann gibt's lecker Hecht. Ich hoffe lecker. Ist ja nicht mein absoluter Favorit unter den Speisefischen.
Aber ich bin gespannt, wie er schmeckt. Das Mittagessen ist gesichert. Jo, sehr gut. Freust dich? Auf Ja, Hecht? ich weiß nicht. Ich bin ja nicht so ein Hecht-Fan, aber Hauptsache was zu essen, ne? So ist es. Wirf doch noch hier nochmal mit einem kleinen Köder Ja, rein. mach Ich ich. glaube, da war gestern richtig viel Fisch, ne? Da hinten ist auch ein Flusseinlauf, gell? Ist das ein Flusseinlauf? Sah auf der Karte so aus. Gehen wir da mal lang. Vielleicht hat das ein... Ist da ein fetter Fisch, Becky? Oh! Hast du gesehen? Ja, geil. Vor die Füße, Junge, ist der raufgescheppert. Boah, großer? Boah. Hast du gesehen? Ja. Wolli genommen. Da ist er wieder. Jetzt hat er. Der Kleine hat den Köder, ich will nicht lügen, 7, 8 Mal attackiert. Dann hat Markus die Kamera fertig gemacht, dann hat er nochmal 3, 4 Mal attackiert. Und schlussendlich ist er hängen geblieben, aber war wirklich ein kleiner, aber eine geile Topwater-Action auf jeden Fall. Was wir auf Google Maps so eigentlich fast übersehen hatten, war so ein kleiner Flusseinlauf, der richtig gut aussah, wo wir die Hoffnung hatten, an anderen Seen noch zu kommen, wo wir dicke Hechte fangen. Allerdings sind wir da irgendwie 1 Kilometer, 2 reingefahren und dann haben wir gemerkt, ey, ist zu, wir kommen hier nicht hoch. Dann ging es wieder den ganzen Weg zurück und gefangen haben wir auch nichts da. Ja, schwierig. Aber Natur war schon echt wunderschön. Das war richtig geil da. Ja. Zurück im Camp kümmere ich mich jetzt um unser Mittagessen. Dustin macht oben ein kleines Feuer an. Wir filetieren den Burschen jetzt und dann kommt er ab auf den Grill. Ist wohl nicht die ideale Unterlage zum Filetieren, aber man muss sich zu helfen wissen in der Natur. Und das klappt auch schon irgendwie. Dank meinem Böker Filetiermesser habe ich auf jeden Fall anständiges Werkzeug. So, der Kollege ist filetiert. Becky, der Ofen ist an. Herrlich. Ist ja gar nicht mehr kalt, ne? Nee, vom Hochmarschieren hier ist mir wieder warm geworden. Aber schau mal, was ich mitgebracht habe. Schneeweiße Filet. Jo. Sind da Gräten drin? Ja. Wie? Es gibt 2 Methoden, einen Hecht zu filetieren. Eine, da kriegt man es fast grätenfrei hin. Und du hast gesagt, ich mache einfach mal die andere, wo ein paar Gräten mit dabei haben. aber die grätenfrei, die kann ich nicht, leider. Achso. Ich bin ja schon kein Hecht-Fan. Aber dann noch einen Fisch mit Gräten zu essen, oh, das ist schon Next Level. Versprochen, fürs nächste Mal eigne ich mir die Methode an, wie man den Hecht auch so zubereiten kann, dass keine Gräten drin sind. Ich hoffe ja, dass wir beim nächsten Mal einfach kein Hecht essen müssen. Beim nächsten Mal gibt's Barsch dann, oder? Barsch. Ich glaube, das wird schon Mit was ganz gut. servierst du das? Becky ist ja unser Outdoor-Koch, habt ihr ja im letzten Jahr gesehen. Mit was servierst du das? Lass dich überraschen. Ich schmeiß einen Scotty Cookie? an. Cookie schnell. Im letzten Jahr hast du dir noch so Gedanken gemacht, oh, den mache ich Curry mit Fischfond und weiß ich was. Das hat nachgelassen. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe trotzdem Bock, was zu essen. Ich auch. Ich schmeiß einen Scotty an und dann geht's los. Auch in diesem Jahr gibt's wieder eine kleine Kochschau hier in der Wildnis von mir. Ich habe mein Setup erweitert. Natürlich mit dabei der Scotty und hinten dran der Scotty Booster, denn es gibt frisch gefangenen Hecht mit Nudeln. Und schaut euch mal unseren Scotty an. Scotty hat uns da einen neuen Grill zugeschickt mit unserem Up North Logo. Richtig geil. Und ich würde sagen, der Hecht kommt jetzt ab auf den Grill. Ja, Becky, merkst du es? Pünktlich Regen. zum Essen kommt der Regen. Aber so richtig. Erinnert mich ein bisschen ans letzte Jahr, weil da habe ich auch im strömenden Regen den Scotty hier bedient. Den Curry. Ja, da hast du die Outdoor-Küche gemacht, das war gut. Da weiß ich noch, da habe ich das Dreirad gefunden. Ja, da gab es Barsch mit Kartoffeln. Heute gibt es Hecht mit Nudeln. Ich bin gespannt, wie der Hecht schmeckt. Aber das musste jetzt eigentlich echt nicht sein mit dem Regen. 2 ordentliche Stücke. Im letzten Jahr habe ich das erste Mal mit dem Scotty gegrillt und seitdem habe ich ihn lieben gelernt. Hat ihn auf vielen Bootstouren mit dabei und deshalb war natürlich klar, dass er in diesem Jahr auch wieder mitkommt. Und das Geile ist, selbst wenn es regnet hier, mit unserer Cap können wir einfach schön den Grill abdecken und somit gart der Fisch super durch und der Grill wird nicht nass innen. Upsala, jetzt kochen meine Nudeln über. Und in diesem Jahr haben wir nicht nur den normalen Scotty dabei, sondern auch den Scotty Booster. Ein kleiner, praktischer Gaskocher, haben wir die letzten Tage viel verwendet. Und gerade wenn man auch noch Beilagen machen möchte, ein ideales Setup. Das dauert noch Was ein ist bisschen. das? Nudeln mit Hecht? Nudeln mit Wie Hecht. heißt das? Hechtnudeln. Hechtnudeln, okay. Da ist er, unser Sternekoch, der alte Becky. Aber ein Riesenvorteil zu Norwegen, es gab Beilagen. Ich habe mir so
Bratkartoffeln vorgestellt oder Dillkartoffeln. Am Ende gab es Nudeln. Hechtnudeln, ganz klassisch. Kennt doch jeder, oder? Klassische Hechtnudeln halt. Mit Parmigiano. Ich habe ja gerade in meinem Kopf ein bisschen rumgesponnen und mir gedacht, wenn das hier so bleibt, wir haben das Wetter gecheckt, nicht so geil ist, in Norwegen soll das Wetter geil sein, vielleicht fahren wir einfach nochmal zurück nach Norwegen. Der Gedanke ist immer weiter in mir gereift und da habe ich gedacht, okay, jetzt platziere ich die Bombe mal einmal kurz, guck mal, wie sie reagieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Reaktion von Becky und Markus war eher so, nee, lass mal Hecht angeln. So, die Nudeln sind weich, die gieße ich jetzt ab. So, da kommt jetzt ein bisschen Olivenöl rein, Salz, Pfeffer, Parmesan. Boah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, Becky. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, riecht's nicht so geil. Nee, es riecht nicht so lecker. Nee, Hechte haben immer so einen leichten bzw. starken Eigengeruch. Da hast du jetzt Pfeffer drauf gemacht oder ist das? Ja, aber nicht viel. Das schmeckt schon gut. Ich glaube, es schmeckt alles, wenn man Hier draußen ist. Ja. Aber der Hecht riecht echt sehr intensiv. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ah. Oh, riecht das gut. Nicht. Okay. Schmeckt gut. Boah, sind da viele Gräten. Ich habe keine. Ich muss echt sagen, es schmeckt gut. Ich hatte jetzt ganz den Geruch von dem Hecht in der Nase und habe mich jetzt auch schon eingestellt, dass der so schmeckt. Aber eigentlich sehr neutral, gell? Sehr neutral. Ich muss sagen, es ist echt gut. Wir essen schnell und dann geht's wieder aufs Wasser, weil Mission Meterhecht auf Topwater steht schon noch. Ja, wenn ich da gerade rausschaue, da über mich schaue, das wird nicht einfach. Aber denk einfach ans letzte Jahr und denk dann, ist nur halb so wild. Ja, stimmt. Letztes Jahr war viel schlimmer. Da sind wir gekentert. Da hatten wir keine trockenen Klamotten. Jetzt sind die Klamotten ja wenigstens trocken. So halbwegs zumindest. Noch. So, Markus, herkommen, auch ein Komm Stück Fisch aus, essen. mach aus, Moped, essen. Die kurze Regenpause müssen wir jetzt nutzen. Wir bauen das Camp ab und fahren zu einem anderen See. Wie man sieht, es hat wirklich in Strömen geregnet, Becky, oder? Es War eklig, ey. Wir haben krass. gerade beim Essen eigentlich noch eine gute Phase abgepasst, wo es nur leicht geregnet hat und danach. Und es soll normal regnen, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also du machst Küche, ich mach Schlafzimmer. Wie in einer guten Beziehung. Schöne Aufgabenverteilung. Unglaublich, was wir immer mitschleppen, das sind, oder? Wirklich unglaublich. Der unebenste Schlafplatz, den ich je hatte beim Zelten, ganz ehrlich. Ja. Also jetzt ohne Witz. So, komm, wechseln. Einfach das einfach reindrücken. Ja, das wird's ab. Messer nicht vergessen, das wäre wieder so typisch. Ein Baum gesteckt, nicht mehr benutzt. Ab zum nächsten See. Als wir das Camp dann abgebaut haben, um den See weiter nach oben zu fahren, war mir eigentlich klar, das bauen wir nicht nochmal in Schweden auf. Wir gehen Halvot angeln. Die Entscheidung war gefallen. Mir war sie klar. Ich weiß nicht so recht, ob du davon wusstest. Also ich hatte ja auch Bock, aber in dem Moment kam halt dann gerade so der Gedanke, ist es jetzt echt das Richtige, Schweden hinter uns zu lassen? Gerade jetzt, wo die Hechte beißen. Ich hoffe, wir schaffen auch noch ein paar Würfe auf dem Weg. Aber oberste Priorität ist jetzt erstmal am oberen See anzukommen. So, bin fertig, du auch? Ja. Oh, hier stinkt nach Hecht. Komm, Becky. Selfies machen können wir, wenn wir wieder in Deutschland sind. Na? Hast du im Hintergrund wieder schön die Frisur gecheckt? Das denn? Du weißt nie, was mit den Aufnahmen passiert. Vielleicht landen die im Kino. Ja. Und dann? Da sind 95% Männer und 4% der Frauen, die dabei sind vergeben. Und das eine Prozent. Das 1%. Die Nadel im Heuhaufen. Ich glaube, jetzt mal ohne Spaß, ich glaube nicht mal, dass 1% Frauen da ist, die nicht Doch. mit ihrem Partner da sind. Doch. Naja, gut. Die erste Hürde, Camper bauen, haben wir gemeistert. Aber jetzt kommt noch mal eine Stromschnelle. Die müssen wir passieren. Aber die ist nicht so lang, Gott sei Dank, wie die wir eigentlich passieren wollten. Deswegen glaube ich, geht das auch ganz gut. Jetzt nur nicht ins Wasser fallen. Ah, super. Oh. Endlich wieder auf dem Wasser. Und wir machen weiter. Topwater auf den Meterhecht. Becky, hast du schon Biss gehabt? Nein.
Weg hier schon fleißig am Angeln. Aber da war auch noch nichts, leider. Boah, war das ein Biss. Oh, der hängt fuck weg. War ein großer? Boah, war kein ganz kleiner. Auf jeden Fall ist der 2 Meter hinterm Köder schon rausgekommen. Und hat so eine richtige Welle geschoben. Wie so ein Surfbrett, Alter. Krass. Jetzt hängt einer. Großer? Nee, kein ganz großer. Ja, könnte aber der größte sein für mich bis jetzt. Aber nicht die Mission erfüllt? Weiß ich nicht, er sah nicht so riesig aus, aber der hat Kraft wie sonst was. Ich hänge nur noch im Kraut, ich weiß gar nicht, ob der Fisch noch dran ist. Ja, ist aber kein Monster. Schade. Aber er hat Kraft wie Sau. Boah, ist der kräftig. Oh, schöner Fisch. Boah, da ist der Bursche. Der hatte so eine Power. Und für mich heute der größte Topwater-Hecht. Richtig krasser Biss. Und auch ein harter Drill. Aber leider immer noch nicht der gezielte Meter. Aber wir kommen näher. Nicht mal 5 Minuten auf dem Wasser. Und direkt einen Fisch gefangen, das tut doch gut, ey. Ja, Fischer. Ein bisschen besser, glaube ich. Der hat einen ganz komischen Schnabel. Wie der Wecki. Boah. Ist auf jeden Fall für mich der größte Hecht der Tour. Da ist der Köder, unser Reaper. Und hier ein wirklich schöner Topwater-Hecht mit einem wirklich markanten Schädel. Der hat auf jeden Fall 90 cm. Somit kommen wir tatsächlich Stück für Stück unserem Topwater-Meter näher. Boah, geil. Der hat auch richtig Power gehabt. Aber jetzt ging Schlag auf Schlag, ein Hecht nach dem anderen mit dem Reaper. Ich liebe diesen Köder. Und jetzt mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Alle Produkte, welche wir hier auf der Up North Tour verwenden, findet ihr bei mir im Onlineshop tacklepeak.de. Ich freue mich über Support, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Und für mich geht's jetzt ab zum nächsten Hecht hoffentlich. Wow, 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 wow. Guter Fisch? Ja, Meterfisch. Vorm Boot rauf, auf Topwater, dann jetzt weg. Scheiße. Es war ein Meterfisch. Ja, meiner war jetzt auch gar nicht so verkehrt. 90 hat er gehabt. 90. Ja. Ey, so ärgerlich. Das wäre die Mission gewesen. Direkt vor dem Boot. Ich glaube, der Unterschied zwischen den kleinen und den großen ist, die großen kommen nicht nochmal nach. Weird, ey. Ärgerlich. So, das dann ab zum nächsten See. Ab zum nächsten See. Bergauf. Ja, liebe ich. Ich mach meins hier schnell fest und dann helfe ich dir. Ah. Zieh! Zieh! Wir mussten den Weg ja dann wieder zurück, den wir gekommen sind. Und ich finde, da hat man dann schon gemerkt, wie krass das eigentlich ist, die Kajaks wieder nach oben zu kriegen. Und das kannten wir auch gar nicht. Bis jetzt ging es die letzten Jahre immer nur die Strom schnell runter. Und diesmal mussten wir die Dinger wieder hoch machen. Ja, zieh! Und go! Und go! Komm, Becky, zieh! Jetzt hast du es, oder? Ich glaube. 2 noch. Obwohl die Regel ist, der Kameramann macht es immer alleine. Oder, Markus? Das ist sehr freundlich. Und go!
Oh, das wird mit einem Meter echt belohnt gleich auf Topwater. Junge, Ich bin komplett nass geschwitzt. ich auch. Deswegen sind die ganzen Biester auch hier immer, wenn man Oh Gott. schwitzt. Ey, so ein kleines Stück so anstrengend. Oh, ey, wirklich jetzt, wie glücklich bin ich, dass wir das nach unten hin nicht gemacht haben. Das wäre ein Fehler gewesen. Wir wären nicht mehr zurückgekommen. Das war wieder ein Kraftakt. Endlich oben angekommen im See. Komplett durchgeschwitzt. Das sehen die Leute immer nicht. Mit der Warthose dann dick bepackt. Das war wieder ein Kraftakt. Aber wir waren da und konnten endlich weiterangeln. Weil die Mission Meter auf Topwater war halt eben auch noch nicht Und der See erfüllt. sah richtig geil aus. Ich habe richtig Bock, guck dir das mal an. Perfekte Bedingungen zum Topwater-Angeln. Jackie, müssen wir einen Plan machen. Ich würde sagen, guck mal, diese Ecke sieht noch gut aus. Und da wir nicht so viel Zeit haben, würde ich direkt rüber zu dem. Jetzt hat es auch schon wieder angefangen zu regnen. Es wird immer dunkler. Ich glaube, ein bisschen Sonne wird den Fischen echt gut tun. Ein bisschen Sonne wird auch unserem Gemüt, glaube ich, gut tun. Gerade ein bisschen ein Downer. Oh, das war ein Meter. Das war ein großer Fisch, Alter. Da ist er. Hängt er? Ja. Geil. Auf Topwater? Auf Topwater. Ich weiß nicht, ob es ein Meter ist, aber es ist ein großer Fisch. Ah nee, ist nur die 28 Gramm Route, habe ich vergessen. Das ist ein schöner Fisch, aber ich schätze mal so, der hat 85. War auf jeden Fall ein krasser Biss. Der Biss war krass. Hey, super krass und vor allem zweimal. Da ist er. Nicht der Meter, aber ein wunderschöner Fisch. Ich denke so 85, 90. Irgendwas dazwischen brauchen wir jetzt nicht messen. Auf dem Whiplash. Der darf zurück, der Gute. Ich will jetzt durch die Spitze angeln. Siehst du meinen Köder? Oh, kein ganz schlechter. Schöner Fisch, Wecki. Dankeschön. Reaper weggeknallt? Aber sowas von. Erst kam, glaube ich, ein kleiner Fisch. Ja, genau. Hat zweimal den Reaper attackiert. Genau. Und dann der Kollege. Ist jetzt auch kein Monster, aber 80 hat er wohl. Und hat den Reaper komplett weggeatmet. Ja, scheiße, ist weg. Ist beim Hakenlösen abgegangen. Schade. War so ein 80er Ist beim Fisch. Hakenlösen abgegangen. Ja, Wecki ist auch ein... sollte so sein, oder? Typischer Weckinger. Das hat Hakenlösen so an sich, oder? Ich habe eigentlich Da gedacht, sollte der Köder abgehen oder der Fisch. aber ich habe eigentlich gedacht, der andere Drilling hängt noch. Ach so. Und deshalb hatte ich keine Hand am Fisch und dann fupp. Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte, der holt so den Köder raus. Klar geht der dann ab. Naja, egal. Aber Ein war, Wecki. war ein schöner Fisch. War ein hätte ich schöner, euch, war auch schon wieder ein Lacher. Das hat Hätte ich wieder- euch gerne präsentiert. Fisch. Er zieht mich richtig weg. Ja, so viel Power, ist ja unglaublich. Junge, der hat den so weggefaltet. Guckt ihn euch an. Ich muss sagen, ich habe gecheatet. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Hechte haben heute ein bisschen mehr Bock auf Unterwasser. Das Ding, unser Ghost, unser Hecht. Und der darf jetzt wieder zurück. Schönes Tier. Um 23 Uhr in der Nacht. Ja. Ich wusste, dass da einer steht. Und das ist ein richtig großer, glaube ich. Fisch? Ja. Gut, der andere war auch eben groß. Ja. Oh. Die Was sind denkst so du, wie krass. groß? Hä? Was denkst du, wie groß? Weiß nicht, 95? Die sind saukräftig. Oh. Boah, krasser Fisch. Der könnte einen Meter haben. Ich wusste aber, dass da einer steht. An der Strömungskante. Das war so klar. Ah doch, der könnte einen Meter haben. Ja, guck mal, wie der mich umherzieht hier. Ich drehe eine Pirouette nach der anderen. Die sind so viel kräftiger als bei uns, habe ich das Gefühl. Oh, da ist er.
Der nächste Meter zählt eigentlich nicht für die Challenge, nicht auf Topwater. Trotzdem ein wunderschöner Fisch. Ich bin mega happy und würde sagen, damit schließen wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Becky hat den größten Fisch auf Topwater gefangen, so 90er, glaube ich. Wir haben viele schöne Fische gefangen, haben es leider nicht geschafft. Trotzdem, wir sehen uns in der nächsten Folge Up North. Und für euch einen schönen Sonntag noch. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis dann. Ciao.